Leute, als wir diesen 52 Kilo schweren Cane Corso zu unserem 2-jährigen Sohn brachten, sagten alle: Seid ihr wahnsinnig? Der Hund ist viel zu gefährlich. Die Nachbarn hatten Angst. Der Kinderarzt warnte uns. Titan war massiv. Ein schwarzer Berg aus Muskeln mit einem Kopf so groß wie ein Basketball. Unser Sohn Finn? Winzig, zerbrechlich. Jeder sagte, das wäre ein Unglück, das darauf wartet zu passieren. Aber dann, an einem gewöhnlichen Mittwoch, begann Titan plötzlich panisch zu bellen. Was er bei Finn bemerkt hatte, rettete sein Leben. Was wir für Gefahr hielten, war der größte Segen. Diese Geschichte wird euch schockieren. Als wir Titan, unseren 52 Kilo schweren Cane Corso, zu unserem 2-jährigen Sohn Finn nach Hause brachten, hatten wir ehrlich gesagt Angst. Titan war massiv. Ein Berg aus schwarzem Fell und Muskeln mit einem Kopf so groß wie ein Basketball. Unser Sohn Finn? Winzig, zerbrechlich. Jeder sagte, das wäre ein Unglück, das darauf wartet zu passieren. Aber dann, an einem gewöhnlichen Mittwoch, begann Titan plötzlich panisch zu bellen. Was er bei Finn bemerkt hatte, rettete sein Leben. Was wir für Gefahr hielten, war der größte Segen. Diese Geschichte wird euch schockieren. Als wir Titan, unseren 52 Kilo schweren Cane Corso, zu unserem 2-jährigen Sohn Finn nach Hause brachten, hatten wir ehrlich gesagt Angst. Titan war massiv. Ein Berg aus schwarzem Fell und Muskeln mit einem Kopf so groß wie ein Basketball. Und Kiefer, die aussahen, als könnten sie alles zermalmen. Finn hingegen, ein kleiner, blonder Junge, der kaum bis zu Titans Schulter reichte. Meine Frau Lisa hatte Panikattacken. Er ist viel zu groß, sagte sie mit zitternder Stimme. Was, wenn er Finn aus Versehen verletzt? Was, wenn er ihn als Spielzeug sieht? Ich versuchte ruhig zu bleiben, aber ich hatte die gleichen Gedanken. Cane Corsos sind Wachhunde, kraftvoll, dominant, beschützend. Genau die Eigenschaften, die uns nervös machten. Die Nachbarn machten es noch schlimmer. Herr Weber von nebenan sagte direkt: Einen Cane Corso mit einem Kleinkind? Das ist unverantwortlich. Diese Hunde sind keine Familienhunde. Selbst unser Kinderarzt gab uns eine Warnung bei Finns Routineuntersuchung. Ich habe schon zu viele Unfälle gesehen. Bitte seid extrem vorsichtig. Wir lasen alles über die Rasse. Artikel warnten vor ihrer Kraft, ihrer Dominanz, ihrem territorialen Instinkt. Nicht für Anfänger geeignet, stand überall. Braucht erfahrene Hundehalter. Wir waren keine erfahrenen Hundehalter. Wir waren nur Eltern, die hofften, das Richtige zu tun. In der Nacht, bevor wir Titan zu Finn bringen sollten, konnte Lisa nicht schlafen. Vielleicht sollten wir warten, sagte sie, bis Finn älter ist, größer, stärker. Aber am nächsten Morgen trafen wir die Entscheidung. Wir würden es versuchen. Vorsichtig. Langsam. Aber als wir Titan das erste Mal zu Finn brachten, geschah etwas, das niemand erwartet hatte. Als wir die Haustür öffneten, spielte Finn auf dem Teppich mit seinen Bauklötzchen. Titan betrat den Raum und plötzlich fühlte sich das Wohnzimmer viel kleiner an. Finn drehte sich um. Seine Augen wurden riesig. »Hund«, rief er und zeigte auf Titan. Lisa und ich waren bereit, Finn hochzuheben, falls etwas schief lief. Aber Titan, er bewegte sich unglaublich langsam, fast in Zeitlupe. Er senkte seinen massiven Kopf, machte sich so klein wie möglich und kroch förmlich zu Finn. Sein Schwanz wedelte vorsichtig. Finn streckte seine winzige Hand aus. Titan schnüffelte sanft, als würde er einen Schmetterling berühren. Dann leckte er Finns Finger mit der Spitze seiner Zunge, so zart, dass Finn kicherte. »Nett«, sagte Finn und legte seine Hand auf Titans riesigen Kopf. Von diesem Moment an waren sie unzerbrechlich. Titan folgte Finn überall hin. Wenn Finn aß, lag Titan unter dem Tisch. Wenn Finn spielte, lag Titan daneben. Wenn Finn schlief, lag Titan vor seinem Bett, wie eine schwarze Statue. Wir beobachteten fasziniert, wie Titan sein Verhalten komplett anpasste. Wenn er mit uns Erwachsenen war, bewegte er sich normal, kraftvoll, selbstbewusst. Aber in Finns Nähe, er wurde zu einem anderen Hund. Jede Bewegung war kalkuliert, jeder Schritt bedacht. Einmal stolperte Finn und fiel direkt auf Titan. Wir sprangen auf, bereit einzugreifen. Aber Titan, er bewegte sich nicht. Er ließ Finn einfach auf ihm liegen, drehte nur seinen Kopf und leckte Finns Gesicht, als würde er sagen: Alles okay, kleiner Freund. Wenn du noch nicht abonniert hast, sehe ich das und es macht mich traurig. Drück bitte Abo. Aber Titans Verhalten wurde noch intensiver, beschützender. Und dann kam der Tag, der uns zeigte, warum.
Es passierte an einem gewöhnlichen Mittwochabend. Finn spielte im Wohnzimmer, während Lisa in der Küche war. Ich arbeitete im Büro. Titan lag neben Finn, wie immer. Plötzlich hörten wir Titan bellen, laut, dringend, panisch. So hatten wir ihn noch nie gehört. Lisa und ich rannten ins Wohnzimmer. Titan stand über Finn, sein ganzer Körper angespannt. Er bellte immer noch, aber er schaute nicht auf Finn, er schaute auf uns. »Was ist los mit dir?« rief Lisa. Dann sahen wir Finn. Sein Gesicht war blass, seine Lippen hatten einen leichten blauigen Ton. Er atmete, aber es klang anders, erstrengt, pfeifend. Lisa hob Finn hoch und spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. »Er bekommt keine Luft richtig«, schrie sie. Wir schnappten unsere Autoschlüssel und rannten zur Tür. Titan folgte uns, ließ Finn keine Sekunde aus den Augen. Selbst als wir versuchten, ihn im Haus zu lassen, weigerte er sich. Er sprang ins Auto, bevor wir die Tür schließen konnten. Wir fuhren sofort in die Notaufnahme. Die Ärzte untersuchten Finn schnell. Eine allergische Reaktion auf etwas, das er gegessen hatte. Seine Atemwege schwollen auf. »Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen«, sagte der Arzt ernst. »Noch 10, 15 Minuten später und es hätte kritisch werden können.« Lisa und ich saßen schockiert im Warteraum. Titan hatte es bemerkt. Bevor wir überhaupt verstanden, dass etwas nicht stimmte, hatte Titan bereits Alarm geschlagen. Er hatte die Veränderung in Finns Atmung gehört, gespürt, dass etwas nicht in Ordnung war. Nach jener Nacht sahen wir Titan mit völlig anderen Augen. Was wir für potenzielle Gefahr gehalten hatten, war in Wahrheit der beste Beschützer, den Finn je haben könnte. Titan hatte nicht nur bemerkt, dass etwas nicht stimmte, er hatte gehandelt, als wir es nicht taten. Der Arzt erklärte uns, dass Hunde Veränderungen im Atem, im Herzschlag und sogar in der Körperchemie wahrnehmen können. Titans Instinkte hatten ihn alarmiert, lange bevor die Symptome für uns sichtbar wurden. »Ihr Hund hat möglicherweise Ihrem Sohn das Leben gerettet«, sagte der Arzt leise. Herr Weber, unser skeptischer Nachbar, hörte die Geschichte. Er kam am nächsten Tag vorbei, verlegen und kleinlaut. Ich hatte Unrecht über Titan. Er ist kein gefährlicher Hund. Er ist ein Held. Die Geschichte verbreitete sich in unserer Nachbarschaft schnell. Andere Familien, die Cane Corsos gemieden hatten, begannen Fragen zu stellen. Eine Mutter, die früher die Straßenseite wechselte, wenn sie uns sah, kam zu uns und entschuldigte sich. Ich hatte Vorurteile. Ich sah nur seine Größe, nicht sein Herz. Heute ist Finn 3 Jahre alt. Und Titan? Er ist immer noch sein Schatten. Wo Finn hingeht, folgt Titan. Wenn Finn lacht, wedelt Titan mit dem Schwanz. Wenn Finn schläft, liegt Titan vor seinem Bett. Letzte Woche sagte Finn sein erstes langes Wort. Titan. Er umarmte Titans massiven Hals und flüsterte, »Mein Titan«. Lisa und ich hatten Tränen in den Augen. Was wir gelernt haben? Größe bedeutet nichts. Kraft bedeutet nichts. Ein Hund wird durch sein Herz definiert, nicht durch seinen Körper. Titan wiegt vielleicht 52 Kilo und sieht furchterregend aus, aber sein Herz, das ist sanft, loyal und voller Liebe. Und für Finn wird Titan für immer sein Beschützer sein, sein Held, sein bester Freund, sein Wächter. Wenn diese Geschichte dein Herz berührt hat, teile sie bitte. Hunde wie Titan verdienen es nicht, nach ihrem Aussehen zu beurteilen, sondern nach ihrer Seele.